so soll es sein. Und das wollen wir glauben. Ihr dürft Platz nehmen. Wayne und Libby Huirua sind nicht nur phänomenale Musiker, die jahrelang um die Welt herumgetourt sind mit der Parachute Band. Sie sind Väter und Mütter geworden. Sie haben in Neuseeland sagt man ihnen Papa und Mama. Und es gibt nicht viele Leute, die wirklich so einen geistlichen Vater und eine geistliche Mutter das so stark ausleben wie sie. Also ich kenne das fast von niemandem anderen. Sie investieren sich einfach in die nächste Generation. Und das hat auch einen Preis. Die letzten 3 Wochen, sie sind direkt von Neuseeland eine ganze Woche in Dänemark gesehen. Dann sie sind auf Schweden sich dort investieren. Sie sind in Berlin gesehen, in Mainz und jetzt hier 3 Wochen lang jeden Tag. Einen halben Tag haben sie frei gehabt in den letzten 3 Wochen. Vollgas investiert. Und es ist ihr Herz. Und etwas, was mich berührt. Man könnte ja müde werden, wenn man solche Programm. Aber wenn man das macht, was ihm Freude macht, dann stärkt es einmal und erfrischt es einmal. Und nach 3 Wochen noch so eine Frische zu haben, ist sehr beeindruckend. Und heute wird die Libby predigen und wir freuen uns auf ihr Wort. Ich lasse euch mitschreiben. Wir glauben, dass eine Predigt nicht etwas ist für einen Sonntagmorgen, sondern etwas fürs Leben. Und manchmal muss man das wieder vornehmen und nochmal drüber gehen, nochmal drüber können. Und alles, was man aufschreibt, vergisst man nicht so schnell. Darum geben doch an der Libby ein herzliches Willkommen. Heissen. Ein bisschen jodeln, tut jodeln! So machen wir. Danke. Well, guten Morgen. Good morning, everyone. And that's as much German as you're going to get out of me this morning. Das ist so viel Deutsch, wie ich sprechen kann. Oh, it's so good to be here. Es ist schön, hier zu sein. As Pastor Dan said, we've been travelling around. Wie Pastor Dan gesagt hat, sind wir gereist über die letzten Wochen. And it's been an amazing time. Und es war eine wunderbare Zeit für uns. But it's been 2 years since we've been in Zurich. Es ist 2 Jahre her, seit wir letztes Mal hier in Zürich And gewesen we're sind. so excited to be back. Und wir sind so begeistert, zurück zu sein. We had an awesome day yesterday with the One Heart Worship Day. Wir hatten gestern einen super One Heart Worship Day. And Wayne and I are super excited about what's happening in this nation and the nations in Europe. Und Wayne und ich sind begeistert zu sehen, was hier in Europa passiert und am Geschehen ist. And it honestly is a real privilege to just come from the other side of the world and be able to sow into what's happening here. Und es ist ein Privileg zu sein, von der anderen Seite der Erde zu kommen und einfach hier zu investieren. And isn't Carolyn awesome? Thanks, Libby, you too. So just before we start, can I just let you know of 2 books that we have available here today? Bevor ich predige, möchte ich euch ganz kurz 2 Bücher vorstellen, die wir heute auch hier verkaufen. Wayne and I have both written books that are about worship. Es sind 2 Bücher, die um Anbetung gehen. But more than that, they're about intimate relationship with Jesus. Aber eigentlich geht es noch mehr als nur über Anbetung. Es geht um eine intime Beziehung And mit they Jesus. are in English, Und sie sind auf Englisch geschrieben, but they're easy to read. aber sie sind einfach zu lesen. So I would recommend, we're going to have those at the side afterwards. Also ich empfehle sie euch wirklich, dass ihr sie kauft und liest. Wir werden sie nach dem Gottesdienst auf der Seite And verkaufen. we'd be really honored if you would pick those up and get them into your spirit. Und es würde uns sehr ehren, wenn ihr diese mitnimmt und wirklich auch liest und darüber meditiert. All right, should we go? Also, lasst uns starten. Because we've got a short amount of time. But we Wir haben nur kurze Zeit, aber wir wollen gleich hineintauchen. This year has been crazy good. Dieses Jahr war einfach super. It's been really busy. We're running Creative Lab, which is part of Equippers College in Auckland. Es läuft extrem viel. Wir leiten auch die kreative Schule in Equippers. And we've got 70 full-time students, a number of whom have been here as past students. 70. Wir haben 70 Vollzeitstudenten, die bei uns in Neuseeland studieren. And it's a privilege for us to be involved in helping, as Pastor Dan said, raise the next generation. Und es ist ein Privileg, hier zu sein und zu sehen, wie auch Dan in die nächste Generation sich hinein investiert. And so it's been a year of wonderful joys.
Also es war ein Jahr voller Freude. Our son has just got engaged Unser Sohn ist eben verlobt and is getting married in 3 months' time now. und in 3 Monaten wird er heiraten. And we're so happy about that. Also wir sind so glücklich. And our daughter's doing amazing things. Und unsere Tochter macht gewaltige Dinge. And church is great. Und einfach die Kirche ist auch großartig. But there's also been some hard things this year too. Aber diese Jahre sind auch gewisse schwerere Dinge passiert. And I think that's the nature of life. Und ich glaube, das ist dann die Natur des Lebens. We have seasons. Es gibt verschiedene Phasen des Lebens. And actually God never promised us a trouble-free life. Weißt du, Gott hat uns nie ein Leben versprochen ohne Probleme. He promised us the ability to respond in the right way so we can navigate that well. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, in diesen Situationen gut zu reagieren. And so this morning I want to share 2 keys that I believe God has spoken to me about this year. Und heute möchte ich mit euch 2 Schlüssel teilen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. And they are simple. Und die sind ganz einfach. And they are easy to understand. Sie sind auch einfach zu verstehen. But they take a bit of intentionality in the way we outwork them. Aber man muss sie bewusst ausleben. But I'm going to start by reading to you from Psalm 100, verse 4. Ich möchte euch Psalm 100 und Vers 4 vorlesen. And this is in the Passion Translation, so it's a little bit different. Es ist von einer Übersetzung, die ein bisschen mehr vielleicht geschichtlich ist oder poetisch. And it simply says this: You can pass through his open gates with the passwords of praise. Come right into his presence with thanksgiving. Come, bring your thank offering to him and affectionately bless his beautiful name. Also es sagt im Psalm 104 steht, komm zu seinen Toren mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut, ewig währt seine Gnade und seine Treue von Generation zu Generation. Wunderbar, wunderschön. Great. What I love about the beginning of that passage Was ich über diese Passage, über diese Schriftstelle liebe, ist, is it says you can pass through his open gates with the es passwords steht, of dass wir praise. durch seine offenen Türen laufen können, gehen können. That means God's presence is always open to us. Das heißt, dass Gottes Gegenwart immer offen ist für uns und zugänglich. His doors aren't closed, they're not shut. Seine Türen sind nicht geschlossen. His gates are open, his heart is open. Seine Türen, sein Herz ist offen für uns. And our response or our responsibility is simply to pass through those open gates with thanksgiving in our hearts. Und unsere Antwort ist einfach, durch diese Türen zu laufen mit einer dankbaren Haltung. God's ready and waiting. Gott wartet, er ist da, er ist bereit. So in this year that we've been navigating great things and some hard things as a family, Also dieses Jahr, als wir als Familie durch schwierigere, aber auch durch bessere Zeiten gegangen sind, God has spoken to me clearly about 2 keys. hat Gott mit mir über 2 Schlüsselfaktoren gesprochen. And I want to share those with you this morning. Und die möchte ich mit euch teilen heute Morgen. The first one is the power of presence and praise. Der erste Schlüssel, dabei geht es um die Kraft, die durch Anbetung Anbetung kommt. Genau. And the second is the strength in thanksgiving and gratitude. Und die Stärke, die in einer dankbaren Haltung liegt. Is that cool? Seid ihr dabei? Alles gut? Alles gut mit euch? Okay, so Karen and I aren't going to read you this next passage because it's long. Also diese nächste Schriftstelle werden wir euch nicht vorlesen, denn sie ist ziemlich lang. But if you want to turn in your Bibles, if you've got them or your device, Aber wenn du deine Bibel da hast, dann kannst du sie aufschlagen. I'm going to share with you from 2 Kings chapter 4. Die Schriftstelle befindet sich im 2. Könige, Vers 4. And it's verse 8 to 37. Und es ist Vers 8 bis 37. And if we read that, it would take the rest of the sermon, so we won't. Und wenn wir sie vorlesen würden, dann würde es die ganze Zeit nutzen, die wir zur Verfügung haben. But this is the story of a Shunammite woman. Aber in dieser Geschichte geht es um eine Shunamitin. We don't know her name. Wir kennen ihren Namen nicht. We just know that she was a woman of high standing in the society of the day. Was wir wissen aber, ist, dass sie eine reiche Frau war der Gesellschaft. And she was married Und sie war verheiratet to a man who was a bit older. zu einem älteren Herrn. They were possibly both older in age. Wahrscheinlich waren beide schon ein bisschen älter.
And the prophet Elisha and his servant Gehazi Und Elisha und sein Diener Gesachi, used to often pass through the town that they lived in. die sind oft durch diese Stadt gekommen, wo diese Schunamitin lebte und ihr Mann. So to set this up, we need to understand that in this day, these people lived in a visitational culture. Also wir müssen verstehen, dass zu dieser Zeit hat man in einer besucherfreundlichen Kultur gelebt und man ist oft zu Besuch gegangen. I think that's right. I hope so. Which basically means that the presence of God would visit at different times. Also das heißt auch, dass Gottes Gegenwart war immer wieder zu Besuch in verschiedenen Städten oder Völkern. Today we live in a habitational culture. Heutzutage leben wir aber in einer niedersässigen Kultur, wo die Gottes Gegenwart hier ist. Thank the good Lord for that. Da sind wir so dankbar, Gott. He lives in us. He habitates. Er lebt or jetzt in uns, er in wohnt in us, uns. which is so wonderful. So we're living in great times, yeah? Also leben wir heutzutage eigentlich in einer wunderbaren Zeit. But with this Shunammite woman and her husband, they recognized that Elisha was a man of God. Aber die Schunamitin und ihr Mann haben erkannt, dass dieser Elisha ein Gottesmann war. And they would offer him a meal every time him and his servant Gehazi came through the town. Und jedes Mal, wenn Elisha und sein Diener in die Stadt kamen, dann haben sie ihm ein Essen offeriert. And then one day, the woman said to her husband, I'm sure this is a holy man of God. Und eines Tages sagt auch die Schunamitin zu ihrem Mann, ich glaube, dass das ein heiliger Mann Gottes ist. Why don't we build a room in our house so that when him and his servant come through, they have somewhere to stay? Also warum bauen wir ihm nicht ein Obergemach, wo er und sein Diener wohnen können, wenn sie zu Besuch sind? So they weren't just saying, let's give him a meal. They were saying, let's make room in our lives for this holy man. Also sie haben nicht einfach gesagt, lass uns ein Nachtessen für sie zubereiten, sondern lass uns wirklich einen Wohnraum machen, lass uns Raum machen, dass dieser Mann mit uns leben kann. So they recognized that there was something of the presence of God about this man, and they wanted to create room in their lives for him. Also sie haben erkannt, dass auf diesem Mann die Gegenwart Gottes ruhte und wollten dem auch Raum schaffen. So they did just that. They built a room and furnished it. Also das haben sie gemacht. Sie haben ein Obergemach gebaut und sie haben es auch ausgestattet mit Möbeln. And when Elisha and Gehazi would come through, they would always stay with the woman and her husband. Also wenn Elisha und auch der Diener kamen, dann würden sie immer mit ihnen wohnen. And so one time, Elisha said to Gehazi, I'm sure that this woman, she's gone above and beyond in serving us and giving to us. Und eines Tages hat Elisha zu seinem Diener gesagt, ich glaube, diese Frau, sie geht so viel weiter, wie sie uns dient, wie sie uns beschenkt. And they wanted to do something to thank the woman and her husband. Und sie wollten etwas machen, um ihnen Danke zu sagen. So they asked you, what do you need? What do you have need of? Also haben sie gefragt und gesagt, was brauchst du? Wie könnten wir dir helfen? And the woman's response was, nothing. I'm really satisfied with my family. We have need of nothing. Und die Schunamitin antwortete, dass sie alles hätte, dass sie wirklich nichts mehr brauchen. But Elisha said to Gehazi, she has no son. Aber Elisha hat seinem Diener gesagt, sie hat keinen Sohn, diese Frau. And her husband is quite old. Und auch ihr Ehemann ist schon älter. So maybe we could do a miracle. Also vielleicht könnten wir hier ein Wunder machen. Now I need to just say, this is not about the outward working of the miracle. This is about a woman's response. Also hier möchte ich einfach betonen, dass es nicht wirklich um dieses Wunder von außen geht, sondern um die Antwort der Frau, ihre Antwort. There's a reason that the woman is not named. Da gibt es einen Grund, warum die Frau keinen Namen hat. And we don't know the outcome this is the only time this woman is mentioned in Scripture. Und wir wissen nicht genau, wie das ist, aber die Frau, die kommt auch nur dieses einzige Mal in der Bibel vor. There are many barren women mentioned in Scripture who are named, and we also know what their children went on to do for the kingdom. Great things. Es gibt viele Frauen, deren Namen wir kennen, die waren verwitwet oder die kinderlos waren, und dann wissen wir aber auch ihren Namen, kennen ihn und wissen auch, was mit den Kindern passiert ist. So I don't think this story is about the woman and the son that comes. I think it's more about her response. Also ich glaube deshalb, dass es in dieser Geschichte nicht wirklich um die Frau und ihr Kind geht, sondern vielmehr um ihre Antwort.
You're awesome. So Elisha says to the woman, this time next year, you're going to be nursing a son. Und deshalb sagte Elisha zu ihr, zu dieser Zeit, nächstes Jahr, wirst du ein Kind gebären. And the woman's response is, oh, my master, don't tease me with such fantasies. Und die Antwort der Frau war, mach doch keinen Witz, ich werde doch kein Kind haben in einem Jahr. You can hear pain and hopelessness in her voice. In ihrer Stimme kannst du hören, dass sie irgendwie verbittert war. Maybe she's been waiting for a child for a long time. Vielleicht hat sie schon lange auf ein Kind gewartet. And the child never came in the natural. Und das Kind ist nie im Natürlichen gekommen. But because her and her husband have made room for the presence, aber die Frau und ihr Mann haben Raum für die Herrlichkeit Gottes gemacht. a miracle is about to happen. Ein Wunder passiert bald. Now remember, like I said, I don't think this story is about the actual birth of a son, Wie ich gesagt habe, ich glaube, in dieser Geschichte geht es nicht wirklich um die Geburt dieses Kindes, because some women don't get their prayers answered in that way. weil nicht alle Frauen sie erhalten eine Antwort auf ihr Gebet auf diese Art und Weise. But it's about the woman's response in the journey. Aber es geht um die Antwort und dann auch den Weg, den diese Frau gemacht hat. And so just as Elisha said, a year later the woman gives birth to a son. Und wie Elisha das vorhergesagt hat, ein Jahr später hat sie auch wirklich ein Kind geboren. So you can imagine the celebration. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das ein Fest war. She was honestly satisfied with her life as it was. Sie war eigentlich ganz zufrieden mit ihrem Leben, wie es But this gewesen is ist. something beyond her expectation. Aber das ist etwas über ihrer Erwartung. And the boy grows up Und and das Kind wächst auf. and he goes to work with his father in the fields. Und eines Tages geht er mit seinem Vater ins Feld hinaus. And one day he comes to his father and he says, I've got a headache, I've got a headache. Und eines Tages kommt der Sohn zum Vater und sagt, ich habe Kopfschmerzen. And his father says, go home to your mum. Und der Vater sagt, geh nach Hause zu deiner Mutter. As all good fathers do. Das ist, was alle guten Väter tun, oder? Because they know that mum is where they... I won't say mum's the best. Ich muss einfach sagen, die Mütter sind die Besten, nur ein Witz. So the boy goes home to his mother and he climbs on her knee and she comforts him, and then about a few hours later at midday he passes away. Und das macht der Sohn auch. Er geht zurück zu seiner Mutter, er sitzt auf ihre Schoß und sie tröstet ihn, aber ein paar Stunden später verstirbt der Sohn. And this is where the story becomes pretty amazing. Und das ist eigentlich genau, wo die Geschichte so wundervoll wird. Because the woman takes her son and she lays him up in the room of the holy man. Weil was die Frau macht, ist, sie nimmt ihr Kind und sie legt es ins Obergemach für Straight Elisha. away, she takes her son and puts him in the presence of God. Also ihre direkte Antwort war, ihren Sohn zu nehmen und in die Gegenwart Gottes zu legen. And then her response is, I need to get to the holy man. Und ihre nächste Antwort war, ich muss zu diesem heiligen Mann gehen. She doesn't run to her friends. Also sie rennt nicht einfach zu ihren Freunden. Her first response isn't even her husband. Ihre erste Antwort ist nicht einmal ihr Ehemann. Her first response is, I need to get to the presence of God. Ihre erste Antwort ist, ich muss in die Gegenwart Gottes treten. And so she saddles up a donkey and she sets out to find Elisha. Also was sie macht, ist, sie sattelt einen Esel und sie macht sich auf den Weg zu Elisha. And she bumps into her husband on the way. Und auf dem Weg stößt sie doch noch in ihren Ehemann. And he's obviously thinking, where's our son? What's happened? Und was er natürlich denkt, ist, wo ist unser Sohn? Was ist passiert? Where are you going? What's going on? Wo gehst du hin? Was machst du überhaupt? And her response to her husband is, don't ask questions. Everything is going to be okay. Just trust me. Und was sie zu ihrem Mann sagt, ist, stell mir keine Fragen, vertrau mir, alles wird gut. When we walk through some hard stuff, what's our first response? Also wenn wir durch schwere Zeiten gehen, was ist unsere erste Antwort? Is it to run straight to the presence? Also ist es, dass wir direkt in die Gegenwart Gottes rennen? Or is it to let a whole lot of negative stuff escape our mouth? Oder ist unsere erste Antwort, dass viel Negatives aus unserem Mund herauskommt? This is her husband, the father of her child. Das ist der Vater des Kindes, ihr Ehemann. But she refuses to unpack with him what has happened. She doesn't tell him. Aber sie sagt ihm nicht, was wirklich passiert ist, was gerade am Laufen ist. Maybe she knew that if her words escaped her lips, it may change the outcome.
Vielleicht hat sie gewusst, dass wenn sie wirklich teilt, was gerade am Passieren ist, dass das Resultat sich verändert. So she carries on the journey. Also was sie macht, ist, sie geht auf ihre Reise weiter. And Elisha sees her in the distance and says to Gehazi, "Isn't that the Shunammite woman?" Und Elisha sieht sie aus der Weite und fragt seinen Diener, ist das nicht diese Schunamitin? Go and find her and ask what's going on. Und Elisha beauftragt seinen Diener herauszugehen und dieser Frau entgegenzugehen, um zu fragen, was los ist. So Gehazi comes to the woman and he could see she was probably rightfully so distressed. Also Gehazi kommt zu dieser Frau und sieht, dass sie wahrscheinlich sehr gestresst und verbittert ist. And again, Gehazi asks about her boy. Is everything okay? Und er fragt sie, wie geht es deinem Kind? Ist alles gut? And her response to Gehazi is, everything is fine. Und sie antwortet wiederum, alles ist gut. Again, she doesn't want to allow anything negative to escape her lips until she's got into the presence. Einmal mehr erlaubt sie nicht, ihren Worten etwas Negatives zu entlassen. And then she meets Elisha. Und dann trifft sie wirklich auf Elisha And she schlussendlich. throws herself at his feet. Und sie wirft sich vor ihn auf den Boden. And she tells him what's happened. Und ihm erzählt sie, was wirklich passiert. She went straight to the presence. Sie ist wirklich direkt in die Gegenwart Gottes getreten. I'm not saying she wasn't feeling grief and distress, Ich sage nicht, dass sie sich vielleicht nicht schlecht gefühlt hat oder gestresst gefühlt hat. but she refused to let it out before first getting into the presence of God. Aber sie hat nicht erlaubt, dass diese Gefühle herauskommen, bevor sie nicht in der Gegenwart Gottes gestanden ist. When we walk through hard stuff, what is our first response? Also wenn wir durch schwere Zeiten gehen, was ist unsere erste Antwort? And then the story goes on. Elisha goes with the woman and goes into the upper room and raises the boy back to life, which Und is amazing. schlussendlich, was passiert ist, dass Elisha mit dieser Frau zurückgekehrt ist zu ihrem Zuhause, wo ihr Sohn totgelegen ist und hat ihn wieder erweckt. Great story, great ending. Also wirklich coole Geschichte, gutes Ende. But the biggest lesson is about her response. Aber was wir von ihr lernen können, ist ihre Antwort. Like I said, we don't hear anything more of the Shunammite woman in Scripture. Wie ich gesagt habe, man hört danach nichts mehr von dieser Frau God's in der teaching Bibel, us something different through this story. weil Gott möchte uns etwas anderes durch diese Geschichte lehren. In 2015, my son was in Equippers Creative Lab, In 2015 hat mein Sohn unser College besucht and there was a group of the students that became really good friends. und da gab es eine Gruppe von Studenten, die wirklich gute Freunde geworden sind. They went through Creative Lab together, Und sie haben zusammen dieses Creative Lab, das College gemacht. and then Josh and one of them, well, a few of them actually, went on to do the leadership stream at Equippers College the next year. Und Josh, mein Sohn, und auch ein paar von seinen Freunden haben dann auch am Equippers College noch das Leiterschafts-College angehängt. And at the end of that year, so 2 years in college, Also nach 2 Jahren im College. this young woman, one of this group of friends, Und eine dieser Freunde, eine junge Frau. was packing him for church on the Sunday morning, was setting up the gear, helping. Und eine Frau, diese Gruppe, die hat an einem Sonntagmorgen geholfen, die Dinge aufzustellen für die Kirche. And she suddenly felt unwell. She had chest pains and felt unwell in her stomach and was short of breath. Und plötzlich hat sie sich unwohl gefühlt, es war ihr übel und sie hatte auch zu wenig Atem. She's 19 years old. Sie ist 19 Jahre alt And she was an asthmatic, und sie hatte Asthma. so we thought maybe it was just an asthmatic attack. Und so dachten wir, vielleicht ist das einfach ein Asthmaanfall. But they took her up to the hospital. Und sie wurde ins Spital gebracht. And in the beginning of the second service, I got a phone call from one of her friends. Und zu Beginn des zweiten Gottesdienstes habe ich einen Anruf erhalten einer ihrer Freundinnen. And they said, Pastor Libby, come to the hospital. They're rushing her into open heart surgery. Und sie riefen mich an und sagten, Pastor Libby, komm sofort ins Spital, sie wollen eine offene Herzoperation machen. And we were all shocked. Und wir waren alle schockiert über diesen Anruf. So a number of us were at the hospital and we were praying, and she had 10 hours of open heart surgery. Also ein paar von uns fuhren direkt zum Spital und da waren wir am Beten, währenddem diese Frau 10 Stunden lang bei einer offenen Herzoperation And war. her family came up from the little town they lived in. Und auch ihre Familie ist hergekommen. And we were all praying Und and wir waren alle da im praising Spital und waren im Gebet. and just believing that God was going to do a miracle. Und wir haben einfach gebetet, dass Gott ein Wunder machen würde. She came through the surgery. They repaired what was a ruptured aorta.
Also sie hatte eine Verletzung der Arterie und die haben sie versucht zu operieren. She had an undiagnosed syndrome that caused her heart to enlarge, or the aorta. Sie hatte ein Syndrom, das man nicht entdeckt hat, das die Arterie vergrößert. And she came through the surgery, they put a pacemaker in. Also hat wirklich ein Schrittmacher wurde ihr hineinoperiert. And 4 weeks later, Und 4 Wochen später, this incredible young woman walked across our Bible college stage at graduation. diese Frau 4 Wochen nach ihrer Operation hat sie graduiert und ist auf unserer Bühne, hat sie ihr Diplom And we were entgegengenommen. like, yeah, this is fantastic. Und wir haben alle gejubelt. It's a miracle, Das ist ein Wunder. which it was. Es war auch ein Wunder. So this young woman was going to be coming to Auckland again to do internship last year, 3 years in our college. Also letztes Jahr ist sie zurückgekommen und hat noch ein Internship, also ein Praktikum bei uns in der Kirche gemacht. And 3 years of very deep friendship with a number of our young people, Und so including our hatte sie son. wirklich 3 Jahre lang da Freundschaften gebaut, unter anderem auch mit unserem Sohn. So 6 weeks after she had the surgery or walked across the graduation stage, Also 6 Wochen nachdem sie diese Operation gemacht hatte, she was in Auckland having some post-operative checkups. war sie wieder zurück in Auckland, weil sie noch ein paar Checks hatte über ihre Gesundheit. And we saw her on the Tuesday night, Und wir haben sie an einem Dienstagabend wieder gesehen. and she was looking good but a little bit tired, Und sie hat gut ausgesehen, aber man merkte, dass sie müde ist. which is understandable for all she'd been Was auch through. verständlich ist. And she went back home on the Wednesday. Und am Mittwoch ist sie nach Hause zurückgefahren. And then Saturday morning, I was having my quiet time with Jesus. Und am Samstagmorgen hatte ich meine ruhige Zeit mit Jesus. And I looked at my phone, and the phone was ringing, and it was her number. Und während dieser Zeit hat mein Telefon geläutet und so habe ich es genommen, weil es war ihre Nummer. And I thought, she doesn't normally call me. She texts. She was a text queen. Und ich dachte auch, sie schreibt mir immer, das ist nicht normal, dass sie mir überhaupt anruft. So I thought, I'll answer it later. Also dachte ich, ich antworte ihr dann später. But something inside me said, pick up the phone. Aber etwas in mir hat mich dazu gedrängt, es sofort abzunehmen. So I answered it. Also habe ich es And abgenommen. it was her mother. Und es war ihre Mutter. And with a wail in her voice, she said, Mama Libs. She calls me Mama Libs. I don't know why. We're about the same age. But she said, Mama Libs, we've lost her. Und es war ihre Mutter, die mich angerufen hat und man merkte, dass sie weinte und sie gesagt hatte, dass ihre Tochter gestorben ist. And I was in shock. I said, what happened? Und ich war schockiert, ich habe das nicht erwartet und fragte sie, was ist passiert? And she had got an infection from her IV line in her arm. Und sie hatte eine Infektion bekommen Become unwell, battled the night through ICU or in ICU. und sie war wieder in der Hospital. Right? Yeah. Sie war wieder im Spital, versuchte gegen diese Infektion anzukämpfen, aber And am 5 Morgen. minutes before her mum rang me, she passed away. Und 5 Minuten vor dem Anruf der Mutter war sie gestorben. A miracle that kind of turned horribly wrong. Was anfänglich ein Wunder war, das schlussendlich total eigentlich ins Schlechte gedreht hat. But she said to us, the mum said, Libby, can you please go and find all her friends and let them know what's happened? Und sie hat mich gebeten, all ihre Freunde zusammenzurufen, um ihnen zu erzählen, was passiert ist. And we said, of course we will. Und natürlich habe ich ihr geantwortet, dass wir das machen werden. So Wayne and I kicked into pastor mode. Also Wayne und ich sind in unsere Pastorenrolle gesprungen. And Gracie, our daughter, said, you just go, I'll make sure the house is clean and get food. Und Gracie, unsere Tochter, hat gesagt, dass sie einfach gehen könnte. Ich werde mich um das Haus kümmern. Because we were having all her friends at home for a safe place. Und sie wird das Nachtessen zubereiten, weil sie alle ihre Freunde mit nach Hause nehmen wollten. But as we were running out the door, we were like, oh, Josh, he doesn't know. He doesn't know. Aber als wir aus dem Haus rannten, haben wir uns über unseren Sohn erinnert und wussten, dass er es noch nicht weiß. So we woke him up. It was early in the morning. We woke him up from his sleep. Und es war früh morgens, so haben wir unseren Sohn aufgeweckt. And we let him know that one of his dearest friends had just passed away. Und so haben wir ihm die Mitteilung gebracht, dass einer seiner besten Freundinnen gestorben ist. And then we went out to find all her other friends. Und wir sind aus der Tür gerannt und haben all ihre anderen Freunde gesucht. And when we got home, we said to Gracie, is Josh okay? Und als wir nach Hause kamen, fragten wir Gracie, ist Josh okay? And she said, Mum, Dad, when he found out, he went into his room, he grabbed his guitar and he fell onto his knees.
Und was Gracie gesagt hat, ist, als er das gehört hat, diese Nachricht, dass sie gestorben ist er sofort in sein Zimmer gerannt, hat seine Gitarre genommen und hat begonnen zu beten. And he praised and he worshipped. Und er hat Gott angebetet. First response in the face of grief was, I need to get into the presence of God. Und seine Antwort in der Trauer war, ich muss in die Gegenwart Gottes treten. And the presence of God sustained him in that place. Und die Gegenwart Gottes hat ihn gehalten durch diese Situation durch. And all his friends were the same. All her friends were the same. They were youth leaders at church. Und all ihre Freunde waren dasselbe. Die waren alle Jugendleiter in der Kirche. The next day, they were leading in praise and worship with passion. Und am nächsten Tag schon waren sie wieder den Worship, die Anbetung am Leiten in der Kirche. And 2 days later was our big youth summer revolution camp. Und 2 Tage danach war unser Jugendlager camp. So while we went to this beautiful young woman's tangi or funeral, Als wir also zur Beerdigung dieser jungen Frau gegangen sind, the youth and Equippers Revolution band and all of the ones who knew her so well, und alle, die sie kannten, die ganze Band und alle sind da gekommen, led a generation of young people into passionate praise and worship. haben ganz viele junge Leute also in diese Anbetung geführt, in Worship. And we asked them afterwards, how were they? And they said they were on their knees before the service, backstage weeping. Und wir haben sie gefragt und sie haben gesagt, auf der Bühne haben sie Gott gepriesen und hinter der Bühne haben sie auch geweint. But then they would get out and they would lead this generation into passionate praise and worship. Aber sobald sie auf der Bühne standen, vor diesen Jugendlichen, haben sie ganz leidenschaftlich sie in Gottes Gegenwart geführt mit Worship. And the Holy Spirit broke out in that summer camp. Und das Feedback war, dass der Heilige Geist wirklich die Leute berührt hat. Young people were getting baptized in the Holy Spirit, speaking in tongues. Also Jugendliche wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, wurden getauft. Lives turned around. Junge Leute haben ihr Leben Gott gegeben. A team of young people chose the presence of God as their first response. Eine Gruppe von jungen Leuten, die Gottes Gegenwart als erste Antwort gewählt hat. And even in the midst of their grief, und obwohl sie in Mitte von Trauer standen, an incredible outcome came about. war ein großartiges Ergebnis sichtbar. What is our first response when we go through the hard things? Also was ist unsere erste Antwort, wenn wir durch schwere Zeiten gehen? Will we choose the presence of God? Wählen wir die Gegenwart Gottes zuerst? Or will we be overcome by our emotions before we get into the presence of God? Oder sind wir überwältigt von unseren eigenen Emotionen, bevor wir in die Gegenwart Gottes treten? Because that changes everything. Weil das verändert alles. That choice is everything. Diese Entscheidung ist alles. You know, Jesus, when he was on the earth, no different. He was all God, but he was all man. Für Jesus, das war nichts anderes, als er auf der Welt war. Er war alles Jesus, aber auch alles Mensch. But he was intimately connected with his Father all the time. Aber was für ihn zählte, war seine Intimität zu Gott. Er war die ganze Zeit in der Gegenwart Gottes. And he hears about his cousin John the Baptist beheading. He had his head chopped off. Und er hört über die Geschichte, dass Gruesome. John the Baptist geköpft wurde. But so he'd been put to death, basically. Also Johannes der Täufer wurde geköpft. And this is his cousin who he grew up with, who he was close to. They were good friends. Und Jesus hört von dieser Geschichte von seinem Cousin. Sie waren gute Freunde. And Jesus hears about him dying, and his first response is, I need to get to my Father. Und Jesus hört über diesen Tod und seine erste Antwort war, ich muss in die Gegenwart Gottes He took treten. himself off in a boat to get away by himself so he could get into his Father's presence. Und Jesus stieg in ein Boot, um auf den See zu fahren, um da in der Gegenwart Gottes Zeit zu verbringen. But a crowd followed him, as they always did. Aber wie es immer passierte, ist eine ganze Volksmenge Jesus gefolgt. And when he saw them, Und als Jesus sie gesehen hat, his compassionate heart kicked in. ist sein berührtes Herz hineingekommen, And he prayed for them and healed them. und er konnte nicht anders als für sie zu beten, sie zu heilen. And then also fed 4,000 of them with just a little bit of food. Und dann hat er auch noch 4.000 Leute ernährt mit ein bisschen zu essen. An incredible miracle on the back of Jesus' grief
but seeking out his Father's presence first. Und das sind alles Resultate, die gefolgt sind, weil Jesus seine erste Antwort war, in der Gegenwart Gottes zu verbringen. I want to say this morning, if it's good enough for Jesus, Und ich möchte einfach sagen, wenn es für Jesus gut genug war, it's good enough for us. dann ist es wahrscheinlich auch gut genug für uns. If Jesus' first response in the midst of his hard time was, I've got to get into the presence of my Father, Wenn die Antwort von Jesus, die erste Antwort ist, ich muss zum Herzen von Jesus, von meinem Vater kommen, ich muss in die Gegenwart Gottes treten, then he was showing us that's the way to do it. dann hat er uns gezeigt, dass das der Weg ist, wie wir es machen sollen. I ask you again, when you go through hard Ich things, möchte dich noch einmal fragen, wenn du durch schwere Zeiten gehst, can you choose the presence of God first? kannst du Gottes Gegenwart als erstes wählen. Because that choice and that response changes everything. Weil diese Antwort verändert alles. It doesn't necessarily mean the situation turns around, Es muss nicht unbedingt bedeuten, dass sich die Situation einfach gerade verändert, but it changes our hearts. aber es verändert unser Herz. It gives us a safe place. Es gibt uns einen sicheren Halt. It gives us a place to be able to be honest and vulnerable before him. Es gibt uns einen Ort, wo wir verletzlich vor Gott sein können. And then our beautiful Father wraps himself around us Und dann kommt der wunderbare Vater, der sich einfach um uns and legt gives us the strength we need und uns die Stärke gibt, die wir brauchen, to walk the journey out. damit wir den Weg weiterlaufen können, damit wir durch die Situationen durchgehen können. And then really quickly, because I know we're running out of time, but Und dann ganz kurz, ich weiß, die Zeit läuft davon. so point one, the power of presence and praise. Also mein erster Punkt ist, dass da Kraft ist in der Anbetung von Gott, And in then der Gegenwart secondly, Gottes. the strength we find in gratitude and thanksgiving. Und dann diese Kraft, die in der Danksagung liegt. 1 Thessalonians 5 verse 17 1. says this. Thessaloniker 5,19 sagt, It says, rejoice always, es sagt, bete Gott an, pray verehre ihn, without ceasing, verehre ihn ohne without stopping, pray without, ohne zu zögern, ohne anzuhalten. that's the one. And in everything give thanks. Und in allem gib ihm Dank. This is God's will for you. Das ist Gottes Wille für dich. You know, you get so many young people asking us, what's God's will? Am I meant to go to Es university? gibt so viele junge Leute, die uns fragen, was ist der Wille Gottes? Soll ich zur Am I Universität gehen? meant to take this job? Sollte ich diese Arbeitsstelle Am I meant to annehmen? marry this guy or this Sollte ich diesen girl? Mann heiraten oder diese Frau? What's God's will? Also was ist Gottes Wille? And God clearly says, Und Gott sagt ganz klar, rejoice always, er sagt, bete Gott an, immer. pray without ceasing, Also bete ihn an, ohne zu stoppen. and in everything give thanks. Und in allem sag ihm Dank. This is my will for you. Das ist mein Wille für dich. It sounds simple, right? Es klingt echt ganz einfach, oder? Rejoice always. Bete an. It's easy to rejoice in church. Es ist einfach hier in der Kirche zu beten und zu And Gott then zu when we go preisen. out and we get cut off in traffic, Aber wenn wir dann im Verkehr stehen und unseren Vortritt wird uns genommen, not so much rejoicing going on then. dann beten wir plötzlich nicht mehr so stark. Hey. Simple choice, rejoice always. Can we Eine choose? einfache Entscheidung. Lass uns entscheiden, anzubeten, The, Lob zu the, singen. the funny thing is, the youth guys had written the song we sang this morning, Hands High. Das ist eine lustige Geschichte, aber das Lied, das wir gesungen haben heute Morgen über Hands High, das haben unsere Jungen geschrieben. And the pre-chorus says, my response will always be to praise, Und der Pre-Chorus, der sagt, meine Antwort wird immer zu sein, Gott zu loben. no matter what comes. Egal, was auch geschehen wird, ich entscheide mich, Gott zu verehren. I know that I will always choose to praise. Ich weiß, dass ich mich immer dafür entscheiden werde, Lob zu singen. We have a choice. Wir haben eine Entscheidung zu machen. Will we choose to rejoice in always? Entscheiden wir immer, Gott zu loben. And then pray without ceasing. Und beten wir, ohne anzuhalten. To be honest, that sounds impossible to me. Und ganz ehrlich, für mich klingt das fast unmöglich. Like, do I go around saying, Jesus, 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 bless you, bless you, bless you, under my breath? Gehe ich da überall hin und unter meinem Atem sage ich immer, lobe Gott, ich danke dir, Gott. Like, it seems impossible. Pray without ceasing. Es klingt für mich so unmöglich. But I've come to realize that praying without ceasing Aber ich habe realisiert, dass dieses Beten ohne anzuhalten is about being aware of his presence
presence with us all the time. Geht darum, die Aufmerksamkeit zu haben, dass Gottes Gegenwart immer mit uns ist. When we know that Jesus is close all the time, always near, he never leaves us, Es geht darum, dass wir wissen, dass er immer mit uns ist, dass er uns nie verlässt. then it changes our conversations, Dann verändert es die Konversationen, die wir it haben. shapes our actions, Es formt auch, wie wir antworten, wie wir reagieren. it changes the way we think. Es verändert unser Denken. And all of a sudden, the way we live our life becomes like prayer. Und plötzlich, ohne dass wir es merken, wird unser Leben ein Lebensstil von Anbetung. Because we're in constant communion with him, conversation with him. Weil wir sind die ganze Zeit in einer aktiven Kommunikation mit unserem Vater. Father, what do you want me to say to this person? Vater, was möchtest du, dass ich dieser Person sage? Papa, what's the right decision in this situation? Vater, was ist die richtige Entscheidung in dieser Situation? Lord, do you want me to go here or here? Vater, möchtest du, dass ich hier oder dahin gehe? And it becomes praying without ceasing. Und das wird dann zu einem Gebet ohne anzuhalten. Just constantly aware of his nearness, of his closeness. Also wirklich die ganze Zeit diese Aufmerksamkeit, dieses Wissen zu haben, dass Gott bei mir ist. And then the third thing, in everything give thanks. Und die dritte Sache ist in allem. It doesn't say for everything give thanks. Es heißt nicht, für alles sollst du Danke sagen, aber in allem sollst du dankbar sein. I'm not going to be thankful for poverty. Ich werde also nicht für Armut dankbar sein. I'm not going to be thankful for injustice. Ich bin nicht dankbar für Ungerechtigkeit. I'm not going to be thankful for pain Ich bin nicht dankbar für Schmerzen and for grief und für Trauer. and for seeing people walk through very hard Und ich situations. werde auch nicht dankbar sein, wenn ich Leute sehe, die durch schwere Zeiten gehen. I will not be thankful for the evil in this world. Ich werde nicht dankbar sein für das Teuflische, das hier passiert. But in every situation, Aber in allen Situationen I can choose to be thankful. kann ich mich entscheiden, dankbar zu sein. I can choose an attitude of gratitude. Ich kann eine Haltung wählen, die voll von Dankbarkeit ist. It didn't rhyme. I was just seeing if maybe it would. But do you know what I mean? Like in everything. In Aber es steht, everything. siehst du das in allem. Give thanks. In every situation, give thanks. In jeder Situation sei dankbar. And just as I wrap up, this whole thing has changed the way I pray. Und wie ich auch die Predigt beenden möchte, Because now, rather than coming to God with a needs list, anstatt dass du zu Gott kommst in seine Gegenwart mit einer Liste von Bedürfnissen, I choose to come from the perspective of, God, you know everything I need. dann möchte ich mit einer Perspektive ins Gebet gehen, wo ich sagen kann, Gott, du weißt alles, was ich brauche. So I'm going to thank you for the outcome before it already comes. Und so möchte ich dir Danke sagen für all das, was du machen wirst, bevor ich es sehe. I will say, Father, you know that we have a financial need at the moment, whatever. Und ich möchte vor Gott kommen in seine Gegenwart und sagen, ich habe finanzielle Nöte, du weißt das. So I thank you that even though I can't see how this is going to be worked out, you have an answer and you've got it all planned. Und obwohl ich nicht weiß und nicht sehe jetzt bereits, wie es ausgehen wird, was auf mich zukommen wird, ich möchte bereits dir jetzt Danke sagen, dass du eine Antwort hast, dass du eine Lösung hast. There is not one situation that you can't be thankful in. Da gibt es keine einzige Situation, wo du nicht dankbar sein kannst darin. There's a lot of situations you're not going to be thankful for, Es wird viele Situationen geben, wofür du nicht dankbar bist. but you can choose your internal disposition and response. Aber du kannst deine innere Antwort, du kannst deine Haltung wählen. And that's when peace comes. Und das ist dann, wenn der Friede Gottes kommt. That's when we see a bigger perspective, a bigger picture. Das ist, wenn wir auch ein größeres Bild von Gott erhalten, eine größere Perspektive. Because all of a sudden we get the heart of God. We get his viewpoint. Weil plötzlich erkennen wir den Standpunkt von Gott, der er hat. Too often we view God's character through the filter or the lens of our situations. So oft sehen wir Gottes Charakter durch unsere Linsen, wie durch unsere Situation und lassen das beeinflussen. We need to switch that around. Wir müssen das umdrehen. Let's view our situations through the lens of God's character. He is good, therefore he knows what he's doing. Lass uns unsere Situation durch die Linsen, durch die Perspektive von Gott sehen und deshalb ist er gut. He is always near, therefore I don't need to be afraid. Er ist immer hier, also muss ich mich nie fürchten. He owns the cattle on 1,000 hills.
Therefore, He's my provider. He's not going to let me down. Er hält das alles in der Hand und deshalb wird er auch mich versorgen und mich nicht herunterlassen. Rejoice always. Also Lob singe ihm Pray immer. without ceasing. Bete ohne anzuhalten. Or in one translation it says, let your life be a prayer. Oder eine Übersetzung sagt auch, lass dein Leben ein Gebet sein. And in everything, give thanks. Und in allem sage ihm Danke. This is God's will for you. Das ist Gottes Wille für dich. So I wanna ask for a response this morning. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern oder eine Antwort von euch fragen. If you've been challenged by these two things, Wenn du herausgefordert bist in diesen zwei Dingen, making God's presence and praise your first response, also dass du die Gegenwart Gottes deine erste Antwort machst or living with an attitude of thanksgiving, oder mit einer Haltung der Dankbarkeit zu leben. if you know that you probably grumble and complain more than give thanks, Also wenn du weißt, ich reklamiere mehr, als dass ich ihm Dank sage. if you know you carry a negative mindset rather than a positive one that says God is good, Also wenn du weißt, dass du einen Gedanken hast, die eher negativ sind, anstatt positiv, dass Gott gut ist, then I want to encourage you to choose a new response this morning. dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen eine neue Antwort zu geben. No matter what, God is good. Egal was, Gott ist gut. No matter what, we can choose to rejoice. Egal was ist, wir können uns entscheiden, Gott zu No loben. matter what, we can be aware of His presence and therefore pray without ceasing. Egal was ist, wir können uns für die Gegenwart Gottes entscheiden und ohne anzuhalten ihn loben. And no matter what, we can give thanks in every situation. Und egal wofür wir nicht dankbar sein können, wir können dankbar sein in jeder Situation. I encourage you this morning to try it this week. Und ich möchte dich herausfordern, es diese Woche auszuprobieren. I really do believe it will change your whole perspective Ich glaube, dass es deine Perspektive verändern wird. of God and your life. Von Gott in deinem Leben. So can you close your eyes this morning? Also ich möchte dich bitten, die Augen zu schließen. And I would just love to pray for you. Und ich möchte einfach für dich beten. If this has touched you this morning, Und wenn dich das heute Morgen berührt hat. and you know you need to make some changes in your internal thinking, Und du weißt, dass du gewisse Veränderungen machen musst in deinem Denken. could you just slip your hand up? Dann kannst du bitte einfach deine Hand hochhalten. To be honest, I'm putting my hand up. Zum ehrlich zu sein, ich halte auch meine Hände hoch. And I would love to just pray for you.